Es war einmal ein junger Mann namens Leo, 20 Jahre alt, der in einer kleinen, ruhigen Stadt lebte. Seine Familie war arm, sein Vater war Mechaniker, seine Mutter putzte Häuser und seine kleine Schwester Sophie sah in ihm ihren Helden. Leo hatte große Träume. Er wollte eine Kette von Restaurants besitzen und seiner Familie ein besseres Leben schenken. Eines Tages erzählte er seinem Vater von seinem Traum. Der Vater sagte: »Leo, Träume sind nicht kostenlos. Wenn du etwas willst, musst du dafür kämpfen. Fang mit dem an, was du hast, auch wenn es klein ist.« Leo dachte über diese Worte nach und bekam eine Idee. Die Menschen in seiner Stadt liebten frisches Brot, mussten aber weit reisen, um es zu kaufen. Also ging Leo zu einer Bäckerei, die Herrn Anderson gehörte, und fragte: »Herr Anderson, können Sie mir für eine Woche Brot geben? Ich werde es verkaufen, Ihnen das Geld zurückbringen und einen kleinen Gewinn behalten.« Herr Anderson traute ihm zuerst nicht, stimmte aber schließlich zu. Leo arbeitete hart und verkaufte jedes Brot. Er hielt sein Versprechen, zahlte das Geld zurück und sein kleines Geschäft wuchs, Schritt für Schritt. Später schlug ihm ein Kunde vor: »Leo, warum backst du nicht dein eigenes Brot? Dann verdienst du mehr.« Leo hatte Angst, denn er hatte noch nie gebacken. Aber er erinnerte sich an die Worte seines Vaters: »Träume sind nicht kostenlos.« Also bat er Herrn Anderson, es ihm beizubringen. Der alte Mann stimmte zu, warnte ihn jedoch: »Backen ist nicht einfach. Es braucht Zeit, Geduld und harte Arbeit.« Am Anfang scheiterte Leo oft, sein Brot war entweder zu hart oder zu weich. Er wollte aufgeben, doch er übte weiter. Schließlich lernte er, perfektes Brot zu backen. Bald begann er mit der Hilfe seiner Familie zu Hause zu backen und verkaufte nicht nur Brot, sondern auch Kekse und Gebäck. Sein Geschäft wuchs, doch eines Tages eröffnete ein neuer Bäcker in der Stadt. Der Besitzer Eric hatte einen großen, schicken Laden, Leos Verkäufe gingen zurück. Anstatt aufzugeben, hörte Leo seinen Kunden zu, verbesserte seine Produkte, schmückte seinen Wagen und bot wunderschöne Torten an. Langsam kamen die Leute zurück, weil sie ihm vertrauten. Monate später hatte Leo genug gespart, um seinen eigenen kleinen Laden zu eröffnen: Leos frische Backstube. Sie war nicht groß, aber warm und voller Liebe. Seine Familie half ihm jeden Tag. Doch eines Nachts zerstörte ein Feuer einen Teil seiner Bäckerei. Viele glaubten, dass es das Ende sei. Leo stellte sich vor den Laden und sagte: »Das ist nur eine weitere Herausforderung. Ich gebe nicht auf.« Er begann erneut mit dem wenigen Gerät, das ihm geblieben war. Die Stadtbewohner, inspiriert von seinem Mut, halfen ihm beim Wiederaufbau. Nach Monaten harter Arbeit eröffnete Leo seine Bäckerei wieder, stärker als je zuvor. Bei der Eröffnung sagte der Bürgermeister: »Leo, du bist eine wahre Inspiration.« Und Leo sagte zu der Menge: »Nichts im Leben ist kostenlos. Weder Erfolg noch Respekt noch Liebe. Alles muss man sich mit harter Arbeit, Geduld und Ausdauer verdienen. Lass dich niemals von Misserfolgen stoppen. Jede Herausforderung ist nur ein Schritt zu etwas Größerem.«